Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein super schnelles und einfaches Rezept für einen Gnocchi-Gemüseauflauf. Dafür als erstes 3 bis 4 Möhren schälen und in etwa 1 cm dicke Stücke schneiden. Außerdem einen Kopf Blumenkohl mit einem Messer zunächst in fingerdicke Scheiben schneiden und dann grob hacken oder aber einfach in Röschen teilen. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf aufsetzen, das Gemüse hineingeben, außerdem 250 ml Wasser dazu gießen, alles einmal kräftig salzen und dann bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen und sobald es köchelt, mit geschlossenem Deckel für etwa 5 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen, dabei gelegentlich mal umrühren. Nach etwa 5 Minuten kommen dann die restlichen Zutaten dazu: 200 Gramm Erbsen aus dem Tiefkühlregal, 2 Teelöffel Currypulver, außerdem 200 Gramm Creme Fraiche und eine gute Prise frisch gemahlener Pfeffer. Salz sollte eigentlich passen. Jetzt alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und dann vom Herd ziehen. Für den Auflauf jetzt eine passende Auflaufform hernehmen, 600 Gramm Gnocchi aus dem Kühlregal in der Form verteilen, dann das heiße Gemüse dazugeben, ebenfalls gleichmäßig in der Auflaufform verteilen und zum Schluss alles mit geriebenem Käse belegen. Ich habe hier Gouda verwendet, ihr könnt aber im Prinzip nehmen, was ihr wollt, beziehungsweise was euch am besten schmeckt. So kommt der Gnocchi-Auflauf dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für etwa 45 Minuten. In der Zwischenzeit können wir Cooper für seine stets harte Arbeit mit einem Stück Möhre belohnen und nach etwa 45 Minuten sollte der Auflauf fertig sein. So sieht der Gnocchi-Gemüseauflauf dann aus. Anschließend auf Tellern verteilen. Noch etwas gehackte Petersilie für die Garnitur und dann wünsche ich einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.